Ja, Gerrit, wunderbar. Du warst Teil des österreichischen und bist Teil des österreichischen Teams im LERI-Projekt und hast als solche eine wunderbare Lesson gemeinsam mit deiner Kollegin in Seber erstellt, auf die wir uns schon sehr freuen. Zunächst aber, Gerrit, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Gerrit Brunner. Ich unterrichte in einer öffentlichen Mittelschule in Wien. Meine Kollegin Tracy Johnson-Siggers und ich haben gemeinsam diese Stunde geplant. Do you and your students love food and eating? Do you and your students love to make traditional meals? Do you and your students love incorporating technology in the classroom? If so, then this is the lesson plan for you. In this lesson, students will be able to interview their parents or grandparents in their native language about traditional meals. They will also be able to write a recipe in their native language for their favorite traditional meal. This lesson also calls for collaboration with the information technology teacher, as they will be creating a video tutorial to teach others how to make these delicious meals. In the end, there will also be an opportunity to collaborate with the cooking teacher, and students will make these traditional meals to share with their friends, teachers, and parents at a school cultural potluck. If food, culture, and technology tickle your fancy, then this is the lesson plan for you. In an extra lesson, you could also talk about where the ingredients come from, what about the transportation, and what about the sustainability of the ingredients. Meine Kollegin aus Seber unterrichtet Spanisch als Zweitsprache und der Unterricht, den sie führt, findet in Englisch statt. Also in Seber wird auf Englisch unterrichtet. Bei mir natürlich, ich lebe in Wien, wir unterrichten auf Deutsch und ich unterrichte aber auch sehr viel Englisch als Zweitsprache und möchte dazu betonen, dass die allermeisten meiner Schülerinnen nicht Deutsch in der Familie sprechen, sondern Englisch ist dann schon ihre dritte Fremdsprache, kann man sagen. Und daher ist für mich der sprachsensible Aspekt besonders interessant. Im Übrigen, also ungefähr 95% unserer SchülerInnen in der Schule, in der ich unterrichte, sprechen eben eine andere Sprache als Deutsch zu Hause und mit der Familie. Und daher ist es ganz wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen und auch ihre Sprachen, die sie zu Hause mit der Familie sprechen, im Unterricht einzubauen. Sagt Gerrit, an dieser Stelle darf ich dich fragen, hast du Informationen darüber, wie es bei Tracy ausschaut in der Schule auf der Insel Seber? Es gibt einige Familien aus den Niederlanden, weil Seber eben eine ehemalige Kolonie ist und auch immer noch unter der holländischen Regierung steht. Es gibt auch sehr viele Leute, die Spanisch sprechen in der Familie, also die jetzt zum Beispiel aus Lateinamerika kommen oder aus Mittelamerika. Und daher spielt auch für sie die Multilingualität eine wichtige Rolle. Die meisten Personen, die in Seber leben, sprechen ohnehin zwei Sprachen, weil es in Seber einen eigenen Dialekt, eine eigene Sprache gibt. Und zusätzlich natürlich sprechen alle Einwohner in Seber, soweit ich das mitbekommen habe, Holländisch und Spanisch. Also wir haben zusammen folgenden Unterrichtsentwurf gestaltet. Hier geht es darum, dass die Kinder ihr Lieblingsgericht in der Klasse vorstellen sollen. Es sollte ein traditionelles Gericht sein, das ihre Kultur, ihre Familie ein bisschen auch abbildet. Und uns war besonders wichtig der Aspekt der Kommunikation, dass die SchülerInnen die Möglichkeit bekommen, mit ihren Familienmitgliedern zu kommunizieren über bestimmte Familiengerichte, die für ihre Familie einfach so typisch sind, weil auch das Essen irgendwie zu ihrer Identität gehört. Und um das Ganze ein bisschen auch mit dem Smartphone zu gestalten,
dürfen die Kinder ein Videotutorial erstellen, das sie mit dem Smartphone aufnehmen. Das können sie entweder zu Hause machen, also ein Video davon, wie sie ihr Gericht zubereiten, oder wir machen das Ganze zusammen in der Schule. Das hängt davon ab, wie viel Zeit man hat für diese Unterrichtseinheit und welche räumlichen Möglichkeiten man hat in der jeweiligen Schule, in der man unterrichtet. Also man schaut sich einfach an, welche Ressourcen habe ich, wie viel Zeit habe ich, welche Möglichkeiten haben die Kinder, und je nachdem kann man das Stundenbild dann anpassen. Es geht hier darum, dass die Kinder zuerst ihre Familienmitglieder, Eltern, Geschwister, wen auch immer, befragen zu einem traditionellen Gericht, das sie zubereiten werden im Anschluss. Und um diese Fragen stellen zu können, bekommen die Kinder quasi Gerüste, Satzgerüste. Welche Fragen kann man hier stellen? Zum Beispiel Zutaten und Mengenangaben wären sehr wichtig. Die Zubereitungsart, mögliche Schwierigkeiten oder Gefahren beim Zubereiten, die Zubereitungszeit und auch welche Kochutensilien benötige ich, um dieses Gericht zubereiten zu können. Diese Fragen sollen die Kinder zu Hause stellen. Also hier findet dann eine geführte Kommunikation statt, die sie aber in der Sprache sprechen, die sie gerne zu Hause mit ihren Familienmitgliedern sprechen. Und wenn sie dann mit diesen Antworten zurückkommen in die Schule, in den Unterricht, dann können wir jetzt entweder gemeinsam übersetzen oder die Kinder übersetzen selbst die Sprachen jetzt entweder ins Englische, wenn ich das im Englischunterricht einbauen möchte, oder auch einfach ins Deutsche oder welche auch immer andere Sprache jetzt vermittelt werden soll. Da wird dann gemeinsam das Rezept übersetzt und dann auch infolgedessen das Rezept aufgeschrieben. Die Kinder bekommen natürliche Unterstützung. Sie dürfen aber auch sich zum Beispiel in Sprachgruppen in der Klasse zusammensetzen. Und wenn jetzt in einer Klasse zum Beispiel mehrere Kinder eine gemeinsame Sprache sprechen, dann können sie sich gerne in Sprachgruppen zusammensetzen und sich gegenseitig helfen und unterstützen. Das Rezept dann aufzuschreiben, jetzt auf Englisch zum Beispiel. Für mich als Englischlehrerin, ich würde das auf Englisch mit ihnen machen. Und um das Rezept aufschreiben zu können, brauchen Sie wiederum auch ein Vokabular. Wir nennen das einen Cheat Sheet, das ist eine Art Spickzettel, den Sie vorgefertigt von uns auch bekommen, sodass Sie wissen, wie Sie jetzt die Sätze bilden können. Und dann im dritten Schritt sollen die SchülerInnen ein Videotutorial produzieren. Und das machen sie mit Hilfe von ihrem Smartphone. Und um das zu tun, gibt es auch eine kleine Checkliste, die wir den SchülerInnen zur Verfügung stellen. Hier ist ganz wichtig zu berücksichtigen, ist die Szene gut ausbeleuchtet? Habe ich genug Licht während der Aufnahme? Wie hört sich der Ton an? Wie ist mein Mikrofon bei dem Smartphone? Funktioniert das gut? Also, dass man das vorher mal durchprobiert, ob die Stimme gut zu hören ist, bevor man erst dann aufnimmt. Wichtig ist auch, den Kindern zu sagen, dass sie die Sätze laut und deutlich sprechen sollen, dass sie die Sätze, die sie während des Tutorials aufnehmen, vorher durchprobieren, durchüben sollen oder einüben sollen. Und da ist jetzt ein ganz wesentlicher Aspekt beim sprachsensiblen Unterricht, eben dieses Fehler machen dürfen. Das ist das Tolle bei dem Produzieren eines Tutorials. Ich kann immer wieder neu aufnehmen. Also wenn jetzt einmal ein Satz nicht gut gelungen ist oder mir ein Fehler unterlaufen ist, ist es kein Problem, weil ich nehme es noch einmal auf. Und so bekommen die Kinder eine natürliche Möglichkeit, etwas zu üben. Und gleichzeitig haben sie eine Motivation, weil sie wissen, das Ganze ist am Ende ein Produkt und das Produkt können sie dann auch im letzten Teil präsentieren vor jemandem. Und das ist etwas, worauf sie stolz sein können. Also das wäre dann der letzte Schritt, nachdem die Kinder das Video produziert haben. Im letzten Schritt soll dann ihr Videotutorial geschnitten, vielleicht auch mit Ton und Musik unterlegt werden und dann präsentiert werden.
Dieses Präsentieren kann entweder stattfinden in der Klasse, aber auch zum Beispiel bei einer Schulveranstaltung, wenn man Eltern einlädt oder Schulcommunity, andere Klassen. Da bleibt einem viel Spielraum übrig, wie man dann diese Präsentation gestalten möchte. Oder Sie können natürlich auch auf einer Social-Media-Plattform dann Ihre fertigen Videotutorials teilen. Was man zusätzlich auch noch machen kann bei dieser Unterrichtssequenz, dass man auch den Nachhaltigkeitsaspekt der verwendeten Zutaten unter die Lupe nimmt. Also dass ich mir jetzt mit den Kindern, oder dass die Kinder sich die Frage stellen, welche Zutaten verwende ich hier in diesem Rezept? Sind das saisonale Produkte? Sind das lokale Produkte? Dann, wo kommen diese Produkte her? Wie ist der Transportweg? Was ist der CO2-Ausstoß, wenn dieses Produkt eben von A nach B transportiert wird? Das wären die Nachhaltigkeitsaspekte, die bei diesem Unterrichtsbeispiel auch sehr, sehr gut anzubringen sind. Weil wir sollten uns ja alle Gedanken machen über das Klima und wie wir als Einzelpersonen das Klima schützen können. Da würde mir vielleicht auch noch einfallen, wie teuer sind die Produkte, weil sie biologisch angebaut wurden oder nicht. Also auch diese Aspekte Genau. sind sehr spannend, Auch kann man politisch diskutieren. Mhm. Genau, auch das Haushalten, also der wirtschaftliche Aspekt, ist auch etwas, das man hier sehr gut lernen kann. Ja, im nächsten Schritt möchte ich über die Lernziele etwas sagen. Hier ist es wichtig, in erster Linie sollen die Kinder die Informationen einholen. Also das wäre das Interview mit Eltern oder Familienmitgliedern. Das zweite Lernziel wäre Anweisungen ausformulieren, also Rezepte zweisprachig schreiben und sprechen. Hier wird das Leseverständnis trainiert in Erst- und Zweitsprache, beziehungsweise Informationen aus Texten herauszufiltern. Das wäre jetzt auch zum Beispiel, wenn man recherchiert über den Nachhaltigkeitsaspekt der Lebensmittel in der Online-Recherche. Ein weiteres Lernziel ist der Einsatz der digitalen Medien in einem kreativen Sinn, wenn die Kinder die Videotutorials erstellen. Und noch ein Lernziel sind die Präsentationstechniken anzuwenden, Videos per App erstellen, bearbeiten, exportieren und präsentieren. Also es sind hier, wie man sieht, interdisziplinäre Lernziele. Und man kann auch mit unterschiedlichen Lehrpersonen zusammenarbeiten. Also es bietet sich an für einen kollaborativen Unterricht, fächerübergreifenden Unterricht. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit Kollegen oder Kolleginnen gut zusammenzuarbeiten, dann ist das eine ideale Sache für so ein Projekt. Ja, wir haben dann es auch ausprobiert, in der Schulküche mit den Kindern gemeinsam ein traditionelles Gericht herzustellen. Ich habe beobachtet, dass die SchülerInnen sehr viel Freude haben und dass es sehr gemeinschaftsfördernd ist. Es ist auch eine Möglichkeit, wo die Kinder einfach leichter in Kommunikation miteinander treten und wo es nicht um Leistung geht, sondern um das gemeinsame Schaffen. Das sind wichtige Dinge, die man vor der Durchführung dieses Projektes berücksichtigen sollte. Man sollte, wie gesagt, den Kindern einen Spickzettel geben mit typischen Rezeptsätzen, die wichtig sind. Man sollte sich auch vergewissern, dass in der Küche alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Ja. Wie hat sich das Lehre-Projekt auf meinen Unterricht persönlich ausgewirkt? For me, taking part on the Larry project has helped me to make my lessons more language friendly. I have watched other teachers how they use language friendly methods during their lessons, and it was very inspiring. I really could see the change in the atmosphere when the kids were allowed to use their native language at the schools. So all in all, I can say it was a very inspiring and enriching experience to join this project. I'm very happy to see other teachers all around the world using language-friendly methods, and I really appreciate also the connections that I could make to other schools, to other teachers. It was really
a very enriching experience for me. Welche digitalen Hilfsmittel habe ich durch dieses Projekt kennengelernt und verwendet? Ich habe für die Gestaltung, also für das Design meiner Unterrichtssequenz Canva.com verwendet und ich habe für den Videoschnitt unterschiedliche Videobearbeitungsprogramme verwendet, zum Beispiel iMovie, dann DaVinci Resolve, Adobe Premiere und Adobe Photoshop, um die Fotos zu bearbeiten. Und für die Übersetzung habe ich DeepL.com verwendet. Und für lizenzfreie Musik habe ich eine Webseite gefunden, die heißt bensound.com. Also ich habe auf jeden Fall im Rahmen dieses Projekts sehr viele digitale Hilfsmittel verwendet und auch noch besser kennengelernt.